Noch immer breit grinsend schritt Fievel unter schallendem Applaus von der Bühne. Mallory stolziert wie selbstverständlich neben ihm her. Wir sind so stolz auf dich. Freudig kam seine Mutter auf ihn zugetrabt. Er beugte sich zu ihr herunter und drückte seine Nüstern in die zottige Mähne der kleinen Schimmelstute. Zeig mal dein Zeugnis, wurde ihre Umhalsung durch seinen Vater unterbrochen. Natürlich, seine Noten waren natürlich das Erste, wofür sein Akademikervater sich interessierte. Mit unterdrücktem Augenrollen richtete Fievel sich wieder auf, um ihm die Urkunde zu reichen. Der dunkelbraune Appaloosa-Hengst boxte ihn spielerisch in die Seite. 1,0. Mit zufriedener Anerkennung nickte er ihm zu. Wenn du in der Uni genau so abschneidest, hast du die besten Chancen auf einen gut bezahlten Job als Zahnarzt. Augenblicklich breitete sich ein ungutes Gefühl in Fievels Körper aus. Er war schockiert darüber, wie selbstverständlich sein Vater annahm, dass er dieselbe Laufbahn einschlagen würde wie er selbst. »Eigentlich will ich gar kein Zahnarzt werden«, stellte er klar. Er war selbst überrascht, wie leicht dieser Satz über seine Lippen kam. Sonst hatte er sich nie dazu aufraffen können, seinem doch sehr konservativen Vater zu widersprechen. »Nicht?« Der mittelgroße Braune wirkte verwirrt und zugleich schwang eine Spur der Schärfe in seiner Stimme mit. »Nein, ich will Naturwissenschaftler werden, im Labor forschen und sowas«, brachte Fievel hervor. Seine Beine zitterten, und er wagte es kaum, den Blick zu heben. Starr hielt er seine Augen auf den grauen Parkettboden gerichtet. Unwilliges Schnauben, gepaart mit einem nervösen Schachen, war zu hören. Noch immer riskierte Fievel es nicht, seinem Vater ins Gesicht zu sehen. Nicht ohne Grund hatte er den Hengst nicht in seine Studienpläne eingeweiht. Alle Bewerbungen hatte er ohne dessen Wissen abgeschickt. Von vornherein war klar gewesen, dass der renommierte Zahnmediziner Dr. Edward Cooper mit allem unzufrieden sein würde, was nicht seinen Vorstellungen entsprach. Für ihn war Fievels Zukunft von Anfang an in Stein gemeißelt gewesen. Schule, Studium, Zahnarzt. Es wunderte Fievel, dass sein Akademikervater sich überhaupt auf jemanden wie seine Mutter eingelassen hatte. Sie war unabhängige Autorin, die den Großteil ihrer Zeit damit verbrachte, sogenannte Recherchereisen für ihre Romane zu unternehmen. Nun wagte Fievel es doch, den Kopf zu heben. Zu seinem Erstaunen wirkte das Gesicht seines Vaters weniger wütend als vor Enttäuschung zerfurcht. »Ach, lass den Jungen doch selbst entscheiden, Edward«, schaltete sich Fievels Mutter ein. Vorwurfsvoll schielte sie zu ihrem Mann hinüber, der noch immer mit resigniert hängendem Kopf dastand und Fievels Blick auswich. »Ich dachte«, setzte er an, doch weiter kam er nicht. »Fievels Mutter hat recht«, schaltete sich ganz plötzlich und vollkommen unerwartet eine hohe Stimme ein. Verwirrt sah Fievel sich um und musste mit Erstaunen feststellen, dass Mallory noch immer unmittelbar neben ihm stand. Sie musste das gesamte Gespräch der Familie wortlos verfolgt haben. Es überraschte Fievel, dass sie so selbstverständlich Initiative für ihn ergriff. Auch Edward fuhr verdattert herum. »Wer ist sie denn?« »Eine Freundin«, erwiderte Fievel geistesgegenwärtig, während er mit fragend hochgezogener Augenbraue Blicke mit Mallory tauschte. »Ist deine Familie heute nicht anwesend?« richtete sich Isabella freundlich an die Dunkelfuchsstute. »Ach, mein Vater hielt es nicht für nötig zu erscheinen«, schnaubte diese mit bitterem Unterton. Fievel schluckte. »Und deine Mutter?« hakte er nach. Im gleichen Moment bereute er es, etwas so Privates einfach so gefragt zu haben. Mallorys Augen verdunkelten sich. »Die hat sich seit meinem 2. Lebensjahr nicht mehr blicken lassen.« »Oh, das wusste ich nicht. Tut mir leid.« Verlegen senkte Fievel den Kopf. Er hatte sie nicht traurig machen wollen. Dennoch erschreckte es ihn, wie wenig er über seine Stufenkameradin wusste. Er war davon ausgegangen, dass sie das Leben eines normalen Fohlens gelebt hatte, mit Mutter und Vater, die sich um sie kümmerten. Erst jetzt realisierte er, wie gut er es doch hatte. Bis auf kleinere Diskrepanzen hatte er nie wirklich Probleme mit seinen Eltern gehabt. Die beiden schauten sich nun ebenfalls betroffen an. Auch sie waren froh, ihrem Sohn eine ganz gewöhnliche Kindheit ermöglicht haben zu können. »Und wie ist dein Schnitt so?« versuchte Fievels Mutter, die Stimmung wieder etwas aufzulockern. Ein mattes Lächeln huschte über Mallorys Gesicht. 2,9. Isabella grinste.
Besser als ich damals. Fievel war ihr ziemlich dankbar, dass sie seine neue Freundin in ihr Gespräch zu integrieren versuchte, um sie etwas aufzumuntern. Die Stute blinzelte nun tapfer ihre Tränen weg und begann seinen Eltern irgendwelche mehr oder weniger belanglosen Dinge über ihre Kurse und Stufenkameraden zu erzählen. Sie genoss es sichtlich, dass die beiden förmlich an ihren Lippen hingen. Mit blitzenden Augen und voller Elan berichtete sie ihnen von Ereignissen, von denen selbst Fievel nie etwas mitbekommen hatte. Fievel, Unterbrach plötzlich eine Stimme die gemeinschaftliche Runde. würdest du mich bitte kurz in mein Büro begleiten? Vollkommen überrumpelt fuhr Fievel herum. Zum zweiten Mal an diesem Tag sah er direkt in Miss Steeles fesselnd grüne Augen. Es dauerte einen Moment, bis er wieder dazu in der Lage war, einen einigermaßen klaren Gedanken zu fassen. »Okay«, stotterte er, den Kopf unterwürfig gen Boden gerichtet. Gegenüber seiner Tutorin war er schon immer besonders unsicher gewesen. Sie hatte diese gewisse Ausstrahlung an sich, die jegliche Zelle seines Körpers lahmlegte. Ob es einfach an ihrer Autorität lag, wusste er nicht, doch es war der naheliegendste Schluss. Gut, dann folge mir, Bat sie ihn mit einem raschen Wedeln ihres seidigen Schweifs. Unter der ihm besorgt hinterherblickenden Mallory trottete er Miss Steele nach. Den ganzen Weg durch die kargen Gänge des Schulhauses über machte er sich Gedanken, was sie wohl von ihm wollen könnte. Bisher hatte sie kein Wort darüber verloren, weshalb sie ihn so plötzlich in ihr Büro entführte. Hatte er etwas angestellt? Sein Kopf war wie leergefegt. Er war schon immer einer der Musterschüler gewesen, stets darauf bedacht, den Lehrern zu gefallen. Hatte er einen Fehler gemacht? Er konnte sich nicht erinnern. Keine Sorge, es ist nichts Schlimmes. Miss Steele schien seine besorgten Blicke bemerkt zu haben und warf ein belustigtes Lächeln zu ihm herüber. Ein Teil der Last der Sorge löste sich von Fivels Schultern. Zurück blieb Misstrauen. In ihrem Büro angekommen, huschte die Stute hinter ein vollgestelltes Pult und lehnte sich lässig dagegen. Etwas verloren blieb Fievel mitten in dem überraschend großen, aber dafür umso unordentlicheren Raum stehen. Kommen wir am besten gleich zum Punkt. Verschwörerisch zwinkernd beugte sie sich zu ihm über den Tisch, was ihn unwillkürlich etwas zurückweichen ließ. Ich werde dir ein Stipendium für eine bekannte Naturwissenschaftsuniversität ausstellen. Juchzte die Fuchsstute und schwang den roten Schal, der Fievel zuvor gar nicht aufgefallen war, dabei freudig über ihre Schulter. Um seine empfindlichen Ohren vor der plötzlichen Tonhöhe zu schützen, klappten sie sich wie automatisiert nach hinten. »Was?« Aus weit aufgerissenen Augen starrte er sie an. Hatte sie das gerade ernst gemeint? Dezent überfordert huschte sein Blick rastlos im Raum umher. Wie kommen Sie denn auf diese Idee? Er war überaus verwundert darüber, dass es offenbar in ihrer Macht zu stehen schien, mit Stipendien um sich zu werfen. Nun ja, du bist mein bester Schüler in diesem Bereich, Gestand sie ihm wohlwollend zu. Außerdem habe ich da so meine Kontakte. Erneutes Zwinkern. Du, mein lieber Fievel Cooper, bist dein Studium an der Winters Academy of Sciences, der WAS, absolvieren. An der was? Scharf sogar die stehende Büroluft ein. Er konnte es kaum fassen. War das hier gerade real? Oder spielte ihm sein Verstand einen Streich? An der Winters Academy of Sciences, Wiederholte seine Lehrerin euphorisch wiehernd und schob ihm ein Zertifikat sowie die Zusage der Uni über den hölzernen Tisch zu. Interessiert nahm er die Papiere entgegen und musterte sie eingehend. Sie schienen echt zu sein. »Miss Steele, das ist wirklich großartig!« Der gepunktete Hengst bekam das Grinsen kaum mehr aus dem Gesicht. Diese Uni war tatsächlich seine Erstwahl unter all den Bewerbungen gewesen, die er abgeschickt hatte. Die WAS befand sich relativ nah an seinem Heimatort gelegen, in der nahen Großstadt namens Tuesday, und war für ihre Qualität weltbekannt. »Ach, Fievel, nenn mich doch Dorothy.« Überschwänglich grinste sie ihn an, doch statt auf das Angebot einzugehen, tat Fievel abwehrend ein paar Schritte zurück. So dankbar er ihr auch war, das war ihm dann doch ein wenig zu viel. Nun gut. Sie schien bemerkt zu haben, wie unangenehm ihm die Situation war, und schob verlegen einen der Blätterstapel beiseite, der sich auf ihrem Schreibtisch türmte. Offenbar wusste sie selbst, dass sie manchmal ein wenig zu aufdringlich sein konnte. In einem Monat beginnt dein Studium an der WAS. Alles Weitere steht auf den Zetteln. Mit neuer, professioneller Distanz deutete sie auf die Briefe, die sie Fievel zuvor ausgehändigt hatte.
Mit einem Nicken betrachtete der Hengst das Papierstück mit der Zusage, das so viel für ihn bedeutete. Mit dieser Uni begann ein neuer Lebensabschnitt, der seine Zukunft prägen und ihn seinem Traum, ein berühmter Wissenschaftler zu werden, hoffentlich näher bringen würde. Ab heute war er kein Schüler der Jefferson High mehr. Nein, Stolz und Aufregung zugleich durchströmten seinen Körper. Als hinge sein Leben davon ab, umschloss er die Dokumente fester. Ab heute gehörte er zu den Studenten der Winters Academy of Sciences.